So. Pengelbambum. Und so sind wir wieder hier. Zusammen. Und diesmal ohne weiteres gehen wir in den Zug. Und verlassen scheinbar endlich das Tutorial. Aber vorher reden wir mit diesem Sackgesicht. Do you have something on your mind? Weiß ich nicht, habe ich. Tut er das? Oh? What did I do? Ja, weiß ich auch nicht. Du schätzt die Lage richtig ein, vielleicht? It's about being observant at all times and carefully making the best choice for the situation. You can do it too. I think you're not bad yourself. Oh, Tiger, bleib mal ruhig. Ja, hattest du nicht was gegen mich? If you're referring to what I think about you joining the Astral Express, you're overthinking it. Ach so? My position is simple. It doesn't matter to me. I suggest you ignore my opinions and make your own choice. Okay. Du machst keinen reisefreudigen Eindruck. Being on the Express isn't exactly the same as traveling or adventuring. Oh, The Astral Express symbolizes trailblazing. You understand? verstehe. Ja, ja, gut. Aber... Trailblazing implies the unknown, be it unknown risks or unknown rewards. Okay, okay. In my opinion, the unknown is no more terrifying than the known. In fact, the unknown signifies something we can control and change. Aber ein paar Bedenken habe ich schon. Don't use hesitation as an excuse. If you hesitate for too long, your original way of thinking will eventually cease to exist. Okay, okay. Dann werde ich mich daran wohl erinnern, wenn es wichtig wird. So, bevor wir jetzt einsteigen, haben wir hier noch irgendwas vergessen. Das ist wieder so eine komische Blase. Die Luft ist erfüllt von bunt schillernden Blasen. Aus irgendeinem Grund ergeben sie zusammen ein Bild, dem eine tiefgründige Bedeutung innewohnt. Du bist dir sicher, dass du gesehen hast, wie eine rote Sonne hinter schneebedeckten Bergen versinkt und wie ein Mädchen in einer Robe von einem Schwert niedergeschlagen wird. Du hast sogar ein sanftes Lachen vernommen. Das alles scheint real zu sein. Du bildest es dir nicht bloß ein. Über die Blase berühren. Du streckst deinen Arm aus und hältst deinen Finger ganz nah an die Blase heran. Nichts geschieht. Vielleicht solltest du jemanden, der sich hiermit auskennt, nach weiteren Informationen fragen. Ist das jetzt noch eine Nebenquest oder so? Ich bin fertig. Hab nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, anders zu entscheiden, aber gut. Oh, come on. You know that's what you want deep down inside. Hm. I can see it on your face. Naja, 50-50. But you look like you've got something on your mind. Come on, out with it. Ich bin größer als du. Wie bist du der Besatzung beigetreten? I'd like to know too. I was already on the train when I woke up. Oh. Amnesieclub, hm? I was just drifting out there in space and got picked up by the Express. Amazing, right? Nun, das ist auch eine Art und Weise, wie man es nennen kann. Macht ihr das wie sowas hier öfter? Easy stuff like that? Not too often. It's Nö, das sure wird sich jetzt freaks me ändern. out. Jetzt wird's nur noch krass. But every encounter I've had since coming aboard the Express has been strange to say the least. For example, going to the desert to catch something called a sandfish, correcting a gravitational field to flip an upside-down castle, or almost getting my head cracked open by a galena ball falling from the sky while trying to avoid a sleeping reindeer on the road. Was? Das sind interessante Situationen. Looking back now, it all seems quite dangerous. But I had the crew there with me, so the problems didn't seem all that bad. Und wenn du es sagst. Of course you should. Why wouldn't you? Weiß ich nicht.
Warum sollte ich? There's only 4 of us now, plus Pom Pom. Each of us can have our own carriage to sleep in. Aber Pompom ist auch wichtig. Wieso wurde er hier extra genommen? Oder vielleicht wurde er extra genommen, weil er wichtig ist. Ich weiß nicht mal, wie es da drin aussieht, Mensch. Ach, wie die Zeit vergeht. You know, when you were passed out, all I thought was I had to look after you. And then you picked up the bat? Just incredible! In the blink of an eye, you knocked that big fella into Mr. Yang's black hole and saved me. I still haven't thanked you properly yet. Hast du nicht? Nah, we're not splitting up here. Nun gut, lass mich nachdenken. Was hat es mit diesen Blasen auf sich? Kann man damit jetzt hier noch was machen oder nicht? Weil ich wüsste jetzt nicht, weil es ist ja keine offizielle Quest. Also es ist fraglich, ob das jetzt zählt. Ich wüsste auch nicht, wen ich jetzt wegen Gedankenblasen anquatschen sollte. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir scheißen drauf und gehen einfach direkt in den Zug, weil ich das nur möchte. Hallo. So, have you thought things through? Nun, ich habe nicht gerade die Wahl. Aber lass erst mal quatschen. Go ahead, speak your mind. Vielen Dank erstmal. There's no need to be so formal. You helped us defeat that big fella anyway. Plus, if we keep making pleasantries, we'll waste a whole day. Fair You've done me a enough. huge favor by defending the space station from the Antimatter Legion. And know that while Herta may not admit it, she owes me one. She won't refuse me if I ask for a favor in return. Okay, wenn du sagst. And it's probably not too much to ask for a rare item from the space station, right? How about we continue talking on the express? I'll make you a cup of coffee. My special blend. Jetzt fängst du schon so an. Was kommt als nächstes? Dein Schlafzimmer? Bist du eigentlich hier schon fertig? I was ready ages ago. I've been here so many times before. It should have just been an ordinary trip for me. But everything's not so ordinary anymore, is it? Offensichtlich. Walking the same path over and over will never be the same. There will always be something new. That's the meaning of trailblazing. Okay. Also wo fahren wir als nächstes hin? As always, to follow in the footsteps of Akivili. Das heißt? Sometimes we stop on other worlds, and we'll continue to do so. There are countless next stops in the galaxy. Okay. I love the vast reaches of space, and the Express does too. I want to seek out new worlds, and the Express wants to return to its former path. Also wird jeder glücklich sein. Warum hast du mich überhaupt eingeladen? Because you're different. Oh. Wegen dem Ding in meiner Brust. Well, that might be the biggest reason. It's not Wenigstens sehr ehrlich. I think you need a chance. A chance to discover just how different you really are from everyone else. Everybody keeps telling you how special you are and how you have a Stellaron inside you. But Weil es that's so already ist? plain as day to you. And no matter who tells you, be it me or Herta or anybody, it's not the same thing as feeling it yourself. Okay. You have to experience enough to know if you've gained or lost anything because of the Stellaron. And to know who you really are. Learn to control the Stellaron, and then you can control your destiny. Gut. The Stellaron might still be an enigma, but the fact of the matter is, it's a part of you. And you have to embrace this before you can move forward into the future. Nun, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Okay, lass einfach los. Then come with me. Los geht's. Let's go! I'll be waiting Time to get on. till we make it. Oh, we will see. I'm over here!
take the journey. Pabam. Hey, you over there looking dumbfounded. Yes, Pom-Pom's talking to you. Oh. Das ist wohl Paimon. Zugversion. Hoffen wir, das Ding ist nicht so scheiße und zerstört die Story. Himiko told Pom-Pom about your situation. Now listen up. Was bist du? Pom-Pom will only say this once. Du bewegst nicht mal deine Lippen. Die Frage ist das gewollt oder war das Animationsteam einfach nur zu faul? Pom-Pom's sure there have been lots of people telling you how special you are lately. But this is the Astral Express. And everyone on here has their secrets. Okay. Since you chose to board, you can abide by the rules. You're not the only special one here. You'd bet I'm Pom-Pom, the conductor. Just come find me if you have any trouble. Okay. Für das Einsatzbriefing gemäß den Anweisungen aus, um Belohnungen zu erhalten. Öffne Schnellmenü, öffne das der. Oh, das sind wohl... Achso, Level-Up-Belohnungen. Yay. Yay. Okay. What do you Himiko. think? Does the Astral Express look the same as you imagined? Offener. Ich erwarte, es sieht tatsächlich nicht wirklich wie ein Express aus. Es sieht viel zu offen aus. Ich habe das Gefühl, es fehlt... Ich finde irgendwie beides ist nicht wirklich die richtige Antwort hier. Aber machen wir das. March said something like that at first too. Seems like you young people have similar tastes. Nun? Oh, right. March and Don Hung should both be in their rooms right now. You Okay. can go look for them. You youngsters should get along well. Sind ihre Zimmer You interessant? know young people. Their rooms always reflect their personality. Also beim Märzmädchen wird es wahrscheinlich knallbunt und wild sein. Und bei dem anderen ziemlich ruhig und verschlossen. You can go and also don't mind Pom-Pom's antics. They're actually pretty interested in you. It's just that we haven't had new passengers on the express for Okay. a long while. All right, I won't steal Pom-Pom's thunder. If you have any questions, just go ask our conductor. Okay, du da. Mit ihm hatten wir bisher kaum ein Vergnügen. Oh, it's you. How do you feel? Sehr geschmackvoll. Hä? Mir brummt der I'll check Schädel. you out in a minute. In any case, I have to thank you for saving March. Kein Ding. Ihr habt mich ja irgendwie auch gerettet. All I did was calm that thing inside you down temporarily. Das kann man falsch verstehen. I don't want to frighten you, but the truth is you won't ever be in the clear while it's still inside your body. Es ist zu groß. However, as long as the Stellaron is still in your body, you should be careful what you do. I don't know if Himiko and I can suppress it again. Okay. But I won't bore you any longer. So much happened at the space station, you must be tired. There should be some time until the next warp jump, so feel free to walk around and familiarize yourself with the environment. Das werde ich tun. Oh, hier kann ich nicht angreifen. Und ich, Dödel, dachte, ich könnte den Raum zerstören. Okay, warum sind die Grafikeinstellungen in dieser Spiegelung geringer als im eigentlichen Spiel? Ist total verpixelt da drin. Wie verwirrend. Was ist das?
Okay. Was ist das? Himiko likes using the phonograph a lot. She says it can play melodies from the past. Welt likes collecting these jet black discs. It seems like they could be antiques. He'd be very happy if you could bring a few back. Ah, okay. Neue Platten erhalten, neue Titel spielen. Okay, ja, ist schon klar, was das macht. Okay, Pompom, mehr erzähl mal. Ready? I was just engaging in pleasantries. How can I help? Warum bist du nicht im Führerhaus, wenn du der Zugführer bist? Was ist, wenn wir in Asteroiden crashen? Wieso steht hier nicht, was zum Fick bist du? Das sollte die erste Sache sein, die hier steht. Ist das nicht, was wir fragen werden? Nein? Okay, wie machen wir das? Himiko always likes to bring back weird junk and try to fix it. That also got modified a bit. Okay. Wie komme ich denn zum Zimmer von Dunhang? Hog's room? Oh, you mean the archives? Okay. He's just sorta living in there, I guess. I can't be bothered getting him out. Ja, wie ich gesagt habe. Ruhig und Our verschlossen. right next to the archives. You can visit him on the way. Er hat zwar bereits gesagt, aber... Oh? Why are you interested in her room? Ah, Pom-Pom remembers Himiko saying that you saved her. Ja. Very brave. Very foolhardy. But that is what a trailblazer should be like. That is true. March 7th's room is in the express sleeper compartment. She's always running around, so she might not be there. Okay. Das waren erstmal all Still meine needs to Fragen. prepare for the express's warp jump. You can look around the place yourself. No matter where you go on this train, Pom-Pom will always have my eyes on you. Was ist das? Muss auch ein mega Geheimnis bleiben, wie bei Paimon? Ist das der Ausgang? There seems to be the sound of electronic equipment. Übrigens, die benutzen die Stimme von unserem Hauptcharakter schon viel öfter als in Genshin. Ich bin's. Es ist immer noch so enttäuschend, warum sie den Hauptcharakter in Genshin nie benutzen. Obwohl der Voice Actor sehr talentiert ist. Ach okay, wortwörtlich, das ist ja schief. Natürlich. Füttern. Es gibt nur eine dünne Steppdecke, aber sie sieht sehr warm aus. Von all den Büchern und Unterlagen umgeben zu sein, vermittelt ein überraschendes Gefühl der Sicherheit. Can he really sleep on such a hard bed? A hard bed is good for your spine. A bed that's too soft will end up hurting you. Ja, das How stimmt. did he know? Did my gaze betray me? Allein deswegen, ey. Die Dokumente sind ordentlich im Regal platziert. Wie der Hank schon sagte, ist der Inhalt sehr kompliziert und manches ist sogar handgeschrieben. Lass mal hören. Ich schau mich nur um. Feel free. This is open to everyone on the express. Wenn das riesige... While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures as current passengers of the express. I enter the collected data into the archive's databank. I try to catalog the people and places the express encounters, and compare and contrast them with the existing records. Jo. Do you see the terminal over there? It can be used to view information already stored in the databank. Do give it a go. Okay.
Man speichert allerlei Informationen, die bei Trailblaze-Expeditionen im Universum gesammelt werden. Öffne die Figurenseite. Sieh dir die Figurendetails an. Geschichte, ja. Gut, damit müssen wir uns jetzt nicht unbedingt... Hier werden wirklich alle angezeigt. Okay. Das sind also die ganzen 5 Sterne. Himiko, Welt, Bronja, Seele, Clara, Jingyuan, Yangqing, Bailu. Ich brauche auf jeden Fall einen Überflusscharakter. Das sind diese mit diesem komischen Kranz. Also Natascha, Bailu. Das war's schon. Gibt es nur 2 Heiler momentan? Das heißt, einer von beiden ist immer im Team, wie es scheint. Zumindest wenn es härter wird. Wenn. Ich weiß es nicht, ob das jemals der Fall sein wird. Ich hoffe einfach, dass es nicht diese blöde Entscheidung wie Genshin einschlägt, total Kinderkacke zu werden. Und damit jedem Update gefühlt schlimmer und einfacher zu werden. Ja, ich weiß. Ich sollte hier nicht über Genshin reden. Irgendwann mache ich darüber mal ein eigenes Video oder so über meine Meinung und wieso, weshalb, warum. Auch wenn es vielleicht nicht vielen interessieren wird. Es ist dennoch mein Interesse. So, du klopfst an, es kommt aber keine Antwort. Should I go? Nur ein kleiner Blick. Just one look should be fine. Of course. Es ist genau, was ich erwarte. Das ist so offensichtlich. Wann hatte sie Zeit, das Bild zu machen? Make a choice I won't regret. Reach the future. Wenn der Spiegel nicht mehr funktioniert, sieht man schon mal einiges bei dem Entwickler. Ist immer wieder traurig. Packt keine Spiegel in Spielen, wo ihr nicht die Spiegelfläche spiegeln lasst. Das lässt euch nur wie Idioten wirken, liebe Entwickler. Okay? Gut. Die Samtdecke fühlt sich weich und bequem an. Darauf zu sitzen ist ziemlich komfortabel. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es ist, darauf zu schlafen. Und das Bett. Das Bett vom 7. März. Das ist nicht sehr ordentlich. Natürlich nicht. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind heute nicht blöd, weil ich habe das Fenster offen. So, Pompoms, Spielzeug. Puppe von Schaffner Pompon. Als du sie anblickst, bist du peinlich berührt. Warum, Alter? Sowas würde ich mir auch aufs Bett packen. Das ist nicht so was peinlich ist. Das ist ein Ding des Stolzes. Auf dem All-in-One-PC auf dem Tisch ist das Betriebssystem IDOR von IFK vorinstalliert. Es ist ein echtes Exemplar. Naja, okay. Also der PC ist also nur dieses kleine Ding da unten. Ob PCs so jemals aussehen werden? So komplett gar nichts mehr da? Ich meine, fairerweise, Handys sind jetzt auch nicht viel größer heutzutage, aber so ein echter PC? Es wäre sehr praktisch, wenn das Riesending hier unten auch so klein wäre. Naja, gut. Hi. Hello. Attention all passengers. Attention. Da, Kaffee. Sind wir vielleicht Dings? Okay, festgeknotet. Ich glaube, ich habe Pompoms Gequassel abgebrochen. Naja, nicht so schlimm. Was wäre jetzt passiert, hätte ich Nein gesagt zum Schnüffeln? Hätte ich dann einfach das übersprungen? Ja, guck mal, hier ist er. There you are. Wir springen bald zur nächsten Haltestelle. Bist du aufgeregt? Wait, this is your first trip. So that should be double the excitement, right? Ich will mal rein. Es kann immer losgehen. I was excited the first time I experienced a warp jump too, but I'm used to it now.
Die Katze geht ein und aus. Don't worry, you'll get used to it too. And before you know it, you'll be a mature and dependable passenger just like me. Hoffen wir es The mal. first step is to grab a hold of the root cause of your anxiety. Das kann man nicht einfach anpacken. Sollte man aber. Okay, ich verstehe. Got it, huh? The second step is to focus on Oh, ich hab's übersprungen. Was ist das für ein Hokuspokus? Erzähl mir, es tut mir gleich, dass ich mein Bewusstsein übertragen muss. Ja! science. Don't get distracted. Ich steige zu einer höheren Ebene auf. Now for step 3. Werde zu einem Yank Gott. out that anxiety and cast it away with all your might. Okay, ich habe die Angst weggeworfen. I've never been able to do it successfully myself. Tja, ich bin halt ein mächtigeres Wesen. What does it feel like? Like all your worries have been swept away? Nein, nein, leider nicht. Haben die was anderes What's zu sagen? You look like you were about to say something. Oh, I think I know what you're going to ask. You've come to the right person. Ach ja? So, über den Express. Ooh, you want to know more about the Express? I'm glad. After all, it's an important companion of ours. The Geschichte. Astral Express was a tool created by Akivili the Trailblaze, who used it to transport themselves and the Nameless across the galaxy. It is rumored that there are other vehicles like it, but the Express has no such records. Okay. When I found the Express, its memory had been severely damaged, with much of its valuable information lost. All I know is that the Express is an aspect of creation built by Akivili themselves and used to travel the cosmos. As for how it was built and how it was damaged, I do not have an answer. Ich glaube, wir haben die Antwort, nämlich Aha war es, scheinbar. Wohin fährt der Express? Is traveling on a route that the Trailblaze once embarked on. The names of some destinations have been lost, but the first and final stops were both at Pagana, Akivili's home world. We speculate the Astral Express started its journey from Pagana, stopping at each destination along the way before returning there for its next journey. However, the appearance of the Stellaron has caused a delay at each stop. Okay. Wie wird das Ding angetrieben? There's a legend in the galaxy. The heart of Akivili themselves lies in the core of the Astral Express, providing it with the power to travel between worlds. But I found no evidence of that aboard the Express. Wie wird es dann angetrieben? Besides, the Express existed before the Trailblaze fell. There's no way they could have had two hearts, right? However, it is likely that the Express possesses some sort of mechanism to transfer power from the Also ihr habt das Trailblaze. Ding nie untersucht, um herauszufinden, wie es funktioniert, damit ihr es vielleicht nachbauen könnt? Das ist sehr dumm. It wouldn't be possible with a normal Path Strider. Und jetzt mal dieser Akivili-Typi. The fallen Eon, deceased Trailblaze. Their passing is still a mystery, but of all the known Eons, Akivili was the closest to mankind. Okay. In the databank aboard the Express, it is recorded that they walked among the mortals, adventuring, fighting, and celebrating with them. Although they were an Eon restrained by the Prima Mobile, Akivili enjoyed a freedom similar to us mortals. They were different from most. But their passing came so suddenly that it was thought they were killed by another Eon. I don't Scheinbar believe that aha. to be the case. Das hat er zumindest selbst so gesagt. Ja, die Galaxie. The galaxy is endlessly vast. I wouldn't know where to begin, especially when you ask me like that. so Ja, das ist eine ziemlich suddenly. dumme Frage. Aber über die Essenz? I've been to many different worlds, yet I still know very little about the galaxy, simply because it's too vast. As for its nature, there are a few theories that I can share with you. The most popular is probably the Cosmos Tree theory, proposed by Xandar, emanator of erudition and the first member of the Genius Society.
He compared the galaxy to an enormous imaginary tree, with its leaves being individual universes. Ah, scheiße, es klappt nicht. Okay. Einen Moment. Ah, verdammt. Ich muss meinen Platz hier besser organisieren. Therefore, only eons who draw their energy from the imaginary and emanators who are blessed by eons can travel through the spaces filled with imaginary energy. That's why planets where civilizations exist are so similar. Herrscher. However, the theory has its flaws. Elias Salas, the 56th member of the Genius Society, invented remote detection, disproving that the imaginary is unique. This shook the foundation of the cosmos tree theory. There are other theories as well. The stretching theory, the heat torch theory, and the parallel imaging theory. The Riddlers claim the galaxy is just a dream, and IX's followers seem to like that claim. Also Cthulhu-Style. Okay, also sind die Aeons hier einfach die Herrscher. Eons are the most mysterious beings in the galaxy. All we know is that they ascended from the form of intelligent beings. As for the how and why, even the geniuses over at the Genius Society haven't the slightest clue. Upon ascending to Eonhood, that being gains power over the paths, free to choose the allocation of imaginary energy however they wish, while suffering the restrictions of the primum mobile. The Eon of Destruction seeks only to destroy the universe, while the Eon of Erudition wants to find the answer for all that exists. Meanwhile, the Eon of Preservation continues to forge walls, and the Eon of Enigmata devotes itself to obscuring all that is known. Toll. A cloud of mystery shrouds the Eons. I heard Madame Herta recruited a team to try and solve the mysteries about them. Über die Fraktionen. Compared to the Eons, the factions are much easier to understand. Mortals with the same objective gather together to practice their understanding of eons and paths. Many eons are unreachable, but the factions are close to us. After Akivili trailblazed across the galaxy, people became aware of the existence of other worlds. Gradually, more people started trying to use the power of the eons to travel between worlds. The Interastral Peace Corporation is a good example. They worship Klapoth, the Eon of Preservation, but somehow became the largest economic entity in the Blöde galaxy. Fliege. Kennt ihr das, Alter? Wenn man die ganze Zeit steht man da mit der Fliegenklatsche und das Ding bleibt ruhig irgendwo sitzen, wo es nicht gesehen wird. Aber sobald man sich hinsetzt und Ruhe haben will, das kreiselt einfach in deinem Kopf rum. Diese Viecher wollen den Another Kampf. example is the Genius Das hat Society. nichts mit Tierquälerei zu tun, die wollen Of es. eccentrics like Madame Herta, who dedicate themselves to scientific research under the protection of the Erudition. These factions possess the same power as us to voyage between worlds. It would be hard to travel through the galaxy without them. The Die birth Pfade. of an eon gives rise to a path. The nature of the paths remains a mystery, leaving us to draw an analogy in a way that mortals can understand. It's a philosophical concept of sorts. A person is considered to be on a path when their will overlaps with that path. If the person has a strong enough will, they can draw power from that path. Those who can do so are called Pathstriders. Okay. Pathstriders possess extraordinary power, but are still insignificant compared to the eons, like a drop of water in a vast ocean. Sometimes I should mention that once a path is open, it cannot be closed, even with the fall of its eon. That is how we are still able to travel across the stars, despite Akivili's passing. Okay. Trailblaze is our mission, and the source of strength that powers the Express to travel across the galaxy. Explore the unknown world to continue our journey ahead. Understand the local culture and establish a connection with the new.
Einen Moment. Ja. Sieg. Connect worlds together, carving an endless path. Das war's. Hast du noch was zu sagen, This is Mr. the Young? first time experiencing the warp jump, so a little discomfort is unavoidable. Okay. If you're really anxious about it, I can stay here and have a chat with you. About everyone on the Express? Who would you like to know about? Na toll. She's the owner of the Express. We joke around calling Pom Pom the conductor, but everyone knows Himiko is the boss. Okay. It all started with her encounter with the Astral Express, and they haven't been apart since then. She's extremely passionate, like a burning sun. However, she remains mysterious most of the time. Once in a while, you feel that she's burning herself out, trying to accomplish her dream. Only someone like her is worthy of the Astral Express. I think Himiko's vision of her whole life revolves around a very important dream. But Pom Pom. To be honest, I don't know when Pom Pom appeared. I think it was before I came to the Express. No, wait, maybe it was after. Pom Pom is like the spirit of the Astral Express. Whenever anyone on the Express needs help, they will appear immediately. It would be ill-advised to underestimate them. Okay. Pom Pom is terrifying when they get angry. Yes, it's terrifying. Dan Heng is a lonely child. He may appear distant and cold, but his heart is kind. Perhaps he's the way he is today because he spent so much time on the run. Sometimes he reminds me of myself when I was young. He used to work at the Xianzhou. We don't know what he's running from. He once told me that he didn't know either. All he knew was that something was chasing him and that he had to run. Verstehe. So he boarded the ship of a troop called the Morning Actors and escaped the IPC. After a while, he made his way to the Express, and he's stayed here longer than anywhere else. Don't worry. No matter who or what wants to hurt Dan Heng, we won't let them. Those who dare attack members of the Astral Express should be prepared to suffer the wrath of me and Himiko. Will ich doch hoffen. Did Himiko tell you about March 7th? She was trapped Also in wortwörtlich. ice. Ich dachte irgendwie in einem Frack oder so. We happened upon her and rescued her. It was a unique type of ice known as six-phased ice, a substance that adheres to imaginary law, meaning that external forces cannot change its form. Whoever sealed her inside the six-phased ice, no matter who it is, did so either to protect her or banish her. I believe she had been floating through space for some time. Sie ist also hier das geheime Kind. Wie? Oder eines der geheimen Kinder. It's impossible to trace the origins of this phenomenon. When it's observed by humans, or should I say, once it begins to affect the physical world, it's already too late to reverse. It's like a sudden storm that appears on a calm ocean. This phenomenon causes the smooth journey through the expanse to be filled with dangers.
The mechanism whereby this mutation and corrosion spreads is the stellarons. It promulgated rapidly, like cancer cells, so the International Peace Corporation named it the Cancer of All Worlds. Danke. Und die They Legion? are the army ruled by the Eon of Destruction, Nanook. As Nanook's followers, they stand against all life and civilization and execute the will of destruction, disseminating chaos and calamity. Also sehr nette Personen. Their actions cannot be explained by reason, because their only motivation and purpose is to destroy. Das Fragmentum. Fragmentums are a phenomenon of corrosion. The mainstream school of thought is that stellarons catalyzed the appearance of fragmentums. All matter and space that comes into contact with the fragmentum will be turned into fragmentum creations. However, you don't have to feel too burdened. At the very least, the current state of the stellaron in your body is very stable and will not cause distortion to the outside. Okay, dann kann ich ja beruhigt sein. Fürs Erste. So, jetzt können wir endlich weiterfahren. Ein bisschen zu viel Info, aber gut. Babam! It took long enough. But at least everyone's here now. Warte, everyone? Wo ist denn dein Hang? Der saß jetzt nicht irgendwie rum, oder? Und ich habe ihn verpasst? He won't be here, so just leave him be. Okay. Oh yeah, take these. Was ist das? Tiny bonus from the conductor to the passenger. Think of it as an investment in your future growth. Oh. Yesu. 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 Ja, es regnet. Trailblazer-Stufe ist noch nicht hoch genug. Okay, everyone, hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March, always running around the express like a headless chicken. Okay. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Die Reise geht weiter. Freunde. Hab ich doch gar nicht. Wenn Trailer Stufe anzeigt, kannst du mit Pom-Pom reden. Okay. Giganord. Gut. Ist jetzt nicht wichtig. Setzen wir uns hin und genießen die Show. The universe. The Astral Express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my Are you body? counting up the stars? I've done stuff like that before. Blöde Kuh. But it wasn't stars for me, though. It was lights. When I Licht? first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. Schade, The oder? whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. So, aber erzähl mal, wie war das mit dem Eis? Oh, I forgot to tell you. Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting Für through alle, space. die nicht die Gespräche geführt haben. Himeko and Mr. Yang and... Wenn die das so ins Gesicht hauen, wird es bestimmt Anyway, wichtig they werden. figured out a way to... Aber wie ist es überhaupt passiert? Who knows? I don't remember anything before that.
Ich kann mir das der 6. März sagen oder der 8. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. Vielleicht besser so. March 7th was the day they found me, so it stuck. Wow. Eigentlich solltest du richtig böse auf die sein, dass sie das als Name gegeben haben. Hey, wie sollen wir eigentlich das Mädel nennen? Wann haben wir sie nochmal getroffen? 7. März? Nehmen wir. Wow. Ever since then, I've been hanging Grauenhafte out on this train and Personen. following it to whatever destination it decides to stop at. I'm hoping that one day I can find my past. Nun hoffen wir es mal What am I beide. talking about this for? A way to get everyone down, huh? Cheer up. It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. The express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping in about 10 Du kannst dein minutes. München aufmachen, also war es nur Faulheit der Entwickler. Ich wusste es. Return to your seats, Ich please. glaube, hier ist noch eine zweite Both of you. Fliege. Verdammt. Things could get bumpy. Thanks, Pom Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself. And falls over every time. That's just called never giving up. Nein, das nennt man Dummheit. Conductor, can I get a juice, please? Thank you. Oh, don't worry about me. Tu dir einfach nicht mehr It's weh, fine. okay? I'm sturdier than I look. When I'm in danger, I instinctively create ice to protect myself. Tch. Though sometimes falling on the ice actually hurts more than falling on the ground. Well, don't mind me. Also wenn du Eiskräfte hast, hast du dich vielleicht einfach selber eingefroren? Jumps are like this. They may feel novel the first few times, but you'll slowly get used to them after Okay. a few. As for the mechanism, well, if you're interested, I'll explain it to you in detail when we have more time. Okay. For now, just sit and wait. Our next stop is a small planet called Eurilo 6. Okay. It's been thousands of years since the last time the Express paid a visit. The databank shows it was a lush and beautiful place. But after all this time, it's possible that dramatic changes have occurred. Jo, dann los geht's. Rein da. Hello? Hello, hello? Und los. Please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Won't fall over. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. After all those millennia, is this what Eurilo 6 has become? Vielleicht. Huh? So that snowy planet is our destination. Ein Schneeplanet ist jetzt so das erste Ziel. Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Wer hätte auch damit gerechnet? Spatial readout Ich zumindest problem. nicht. Star rail stability is down to 12%. Schedule alteration. 7 days stopover time extended indefinitely. Eine Anomalie? Was passiert? The complex locality of this world has been affected somehow. The star rail has been blocked off by something. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a Okay, das ist also collapsing die abyss. Story, Antwort auf, warum gehen wir nicht eigentlich direkt ans Ziel? The only Verstehe. sensible thing to do would be to brake hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay.
This again? Don't tell me. It's gotta be. The results of the preliminary analysis are here. The anomaly stems from a Stellaron, as always. Natürlich. Ist nicht zufällig das in meinem Po, oder? Yes, just like the one that's been placed into your body. Ah, also nicht meins. Das ist ja schon mal was genau. Okay. Ja, wir wissen das da unten schon. Don't worry. It's not the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Das letzte Mal war wohl ich der Fall, wie? Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. But at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. Okay. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurelos 6 becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. Und das heißt... That we've gotta get busy. Verstanden! I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Hung, and you. Natürlich. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal Okay. with the rest. Awesome. We get to work as a team again. Du kommst also nicht mit? Someone has to stay on the train or Pom Pom will get lonely. Oh. Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Antimatter Legion, then things could go south fast. Nun, verstehe ich wohl. So it's still not our turn. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. March, if you two are ready, why not go and find Dan Hung? He's probably already started collating the ecological data and survey results for Eurelos 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. Okay. Ein großes, cooles Abenteuer. Und das hab ich zu entscheiden. Ich will jetzt nicht mit allen nochmal quatschen, das haben wir schon oft genug getan. Are you doing okay after your first jump? Hoffentlich. Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better once you get used to it. Aber mir geht's gut, So tatsächlich. you have high compatibility with the Express. That's good. I went through the Express's database, and it seems the environment on Eurelos 6 has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen planet to begin with. Wurde das auch von diesem Stellaron verursacht? He said so? Und hängt es auch irgendjemand im Arsch rum? Considering the spatial obstacles that the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. Okay. By normal, I mean a temperature that just about allows for human survival. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition, that would be it. Dann werden wir doch hingehen. Und du, ich und der 7. März werden das durchziehen. Das ist der Befehl. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himiko would make Mr. Yang and me go with her. And even after you arrived, I didn't suppose I'd be the one to be liberated of that duty. I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Eurelos 6 and dispel the effect it's exerting on the Star Rail. I see. You should find March. Gut, dann tue ich das. Sind wir jetzt eigentlich Stufe 10?
Oh ja, sind wir. Dieser Pass ist, glaube ich, Beschwörung einfach, ne? Och, ist doch... Warte, doch, können wir schon, ne? Dann machen wir das. Beschwörung! Chor. Gute Nacht, schlaf schön. Na, noch nicht, erst nachher. Generalschlüssel. Chor. Gegensätzliches. Der 7. März zum 2. Pionierarbeit. Verborgener Schatten. Gemeinsamer Untergang. Diesmal 2, Lila. Das ist doch mal was. So, was haben wir da jetzt bekommen für? Für jedes Ziel, das Sie da in Ihrem Ultimativen ein, wird Ihre Energie um 6 Punkte. Hier ist ja ganz nett. Wenn ich sie denn benutze. Did you talk to Don Hung? How'd it go? Ah, er kann es kaum Really? erwarten. I find that hard to believe. Ja, es war Sarkasmus. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. Oh, jetzt fängt sie We so got your an. back. Tch. Well, are you ready? Weiß ich nicht. Aber wir machen mal. When I first saw this planet, I thought a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Thinking about it. Still, the ice that trapped me was six-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet. Wir werden es nie erfahren, wenn wir nicht selber nachsehen. Hier ist übrigens wirklich noch eine zweite Fliege, I'd be verdammt. kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. Pretty girls. What? Is there something on my face? Ja, eine Nase. Okay. Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. First the Stellaron, and now you. Ja, ich weiß. Los, geht's? All right, here comes the Yarilo 6 Trailblaze team. Da-da-dam. Yarilo 6. We're here. Da sind wir. It really is one big snowball. Scheinbar ja. Ah, es ist wirklich sehr The kalt. Trailblaze path grants us faint power. It allows us to better adapt to harsh environments. Snow as Convenient. far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. Then what are we waiting for? Let's go! Ich wusste nicht, dass wir wandern gehen müssen. Either. If only we had a snowmobile. We never get to bring anything cool from the express. Do you remember what you did to our last snowmobile? Anyway, Ne. moving on. Toll. Deswegen muss ich also latschen. We should stay vigilant. We know very little about this world. Gut. Calm down. Between the three of us, nothing will stand in our way. Hoffen wir es. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special six-phased ice powers. And Don Hung, he's got that mysterious past thing going for Okay. him. So if people start creating trouble for us, they're gonna regret it. Lass uns nun sicherstellen, dass wir nicht die Ärsche sind, die am Ende was falsch machen. Well, let's go. Braving the unknown. Und los! Hinter uns ist nix. This place still hasn't been corroded.
Yet Fragmentum monsters have already made it here. Ist das eine Heilung? Ich muss vielleicht mal durchlesen, was die Dinger mal machen. It's too late to repent. The time is now. This song's Keep Up My Tempo! Tja, ich hab geübt. Reach the end of the story in your own way. Oh Gott, was ist das? Das war ein seltsames Objekt, das scheint nicht in die Schneewürste zu gehören. Ja, schicken wir Herrn Young eine Nachricht. Vielleicht weiß er, was das ist. Okay. Toll. Besiege Gegner, um allgemeine Materialien zu erhalten. Okay, jetzt fangen wir also an. Ups. So, Versuche? Ist das... Ich mache einfach 6 Stück, das wird schon schief gehen. Was ist R2? Unterstützung? Okay. Hat hier zufällig jemand einen Heiler drin? Du unterstützt mich. Hinzufügen. Also ich muss mich also entscheiden. Na gut, wir machen erstmal so. 1 von 6 Kämpfen. Vielleicht habe ich mich zu weit herausgelehnt. Nur wenn wir abnippeln, wenn wir es sehen. Erstmal unseren Schild. So stark sind die auch schon wieder nicht. Leider sind die alle nicht schwach gegen Blitz. This ends here. Rules are made to be broken. Ich würde auf schnell packen. This ends here. Du. Verdammt. Is that all? Let's make it quick. Yeah. I've no interest in conflict. Kampf Nummer 2. Time for the main event. Das macht eigentlich mal keinen Unterschied. This ends here. Alle in die Hölle schicken. Fighting is meaningless. Time for the main event. Turn it up! Let's go. Yeah. I've no interest in conflict. The sanctuary is but a vision. Break! Nicht die beste Tierentscheidung. Ich habe gerade nichts anderes gelevelt. This ends here. Ich glaube, es ist so unnötig. Au. Fighting is meaningless. This song's for you. Turn it up! In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Du! Time for the main event. You can fight it or rock with it. Keep
go. This Alle ends weg. here. Verdammt. I've no interest in Let's rock. fighting is meaningless. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Time for the main event. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it. Und wieder. Or rock with it. Let's make it quick. Hope you're prepared. Und No besiegt. interest in conflict. Rules are made to be broken. Lege los. Time for the main event. Let's go. Schlamm. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Gegen den Schild hast du keine Chance. This song's for you. Keep up. Let's make it quick. Au. Gewonnen. So, das reicht erstmal. Puh. Nicht das. Wir bringen jetzt mal alle auf 20. Puhuhuhu. Geht das irgendwie schneller? Okay. Jetzt sind sie erstmal alle auf 20 und natürlich unser Hauptcharakter nicht. Wenn sie nicht sonderlich gut ist. Ich weiß nicht, wen ich das sonst reinpacken sollte am besten. Oh ja, wir haben Lichtkegel von bekommen. Was haben wir denn bekommen? Die Nichtigkeit. Davon haben wir auch nichts, ne? Oder? Nee. Ein Speed Buff. So, logisch gesehen sollte ich eher Elemente nehmen, die ich noch nicht habe, ne? Also, du bist physisch, du bist Eis, du bist Wind, du bist Blitz. So, Eis kann ich erstmal ignorieren. Gut, das heißt, die beiden sollte ich leveln. Wer von beiden ist wichtiger? Die gibt mir einen Speed Buff. Aber mehr auch scheinbar nicht. So ganz runtergebrochen. Nimm mal Feuer, einfach weil Feuer hier... Ach, was soll's. Reiner. Weil Feuer sich hier wahrscheinlich deutlicher brauchbarer.
entwickeln wird. Stärken wir das Teil auf Level 15. Oder eben 17. Ach, das geht. Warte. Oh, ich wusste gar nicht. Okay. Dann sollte ich das vielleicht auch mal machen bei den anderen, wie? Auch wenn ich das gewusst hätte. Siehst du, wenn man nicht nachguckt. Ah, ich hätte letztens... Egal. Egal. Manchmal muss man lernen. Ups. Gut. Ah, ich lasse es mal. Gut. So, damit haben wir jetzt unsere Energie erstmal ausgegeben. Also zumindest ein bisschen was. Obwohl, vielleicht lohnt es sich hier noch ein paar Runden reinzuschmeißen. Ach, was soll's. Machen wir einfach. Schlimmsten Fall. So, niemand war schwach gegen Feuer, gegen Blitz. Also schmeißen wir sie mal raus und packen sie dafür rein. Mal sehen, ob das besser geht. Huhuhuhu. Scared yet? Weiß ich noch nicht. This is our chance. This ends here. Ouch. 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 Let's make it quick. Die erste Runde ist vorbei. The sanctuary is but a vision. Break! So, und Scared yet? Oh, let's see. This ends here. In the name of Landau, will forged in ice los! never falters. Fighting is meaningless. No, man. Everything is ordained. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. No interest in conflict. Oh, verdammt falsch. Who invited you? Zu schnell. Rules are made to be broken. This is our chance. Wieder falsch. This ends here. Au. Ja. Let's go. The truth of life and death, revealed in an sanctuary, is but a vision. Break! Und der nächste. This ends here. Scared yet? Ja, ein wenig. Just a scratch. I've no interest in conflict. Stirb Fighting is für meaningless. mich. Scared yet? Oh, let's see.
is our chance. Recht. This ends here. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! In the name of Len, a will forged in ice. Und los! Never falters! Is that all? I've no interest. No, Bam! Everything is ordained by the stars. Stars, give these trailblazers your blessing. Who invited you? Rules are made to be broken. Scared yet? Weiß ich nicht, sag du es mir. This is our chance. This ends here. Das war's. So, jetzt reicht's aber. Zeig mir, was du kannst. Kleines Eisgeschöpf. Too late to repent. Ups, wollte ich gar nicht. Vision. Break! Who will it be? Auf automatisch gestellt. Noch nicht. Did you see that? I think something's moving. Was ist es? Hey, get out of there or you'll shiver to death. Holding your breath won't help. Oh mein I got Gott. this, March. Okay, dann Hank, kümmere dich drum. If someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case, they just need a helping hand. Pam! Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Absolut. Crawling around in the snow Absolut. these days? I mean, come on, surely it doesn't warrant a spearing. Man weiß ja nicht. But then again, how can I blame you? Eben. I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant Hundertprozentig. group of new friends as a result. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Tatsächlich ist er das. Er ist in meiner Party. Who? Wait, you're not Silvermane guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Sanpo Koski. Das klingt wie eine Reference zu irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Excellent, I'll remember the name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not. Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get Okay. rich together. Say, why don't we join forces? Sieh ich I have reliable gut, ja, ne? Ich habe gerade erst einen Charakter gelevelt. Das wäre ein bisschen blöd, aber ey, solange du gut bist. To the front line. This is a golden opportunity. Na dann, ab in meine Tasche. Aber jetzt ernsthaft, von welchen Geschäften sprichst du? Come now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Okay. Then again, I know the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Gut, dass du es verstanden hast. Anyway, a meeting like this has to have been written in the stars. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane guard. So, gibt es eine Siedlung in der Nähe? What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved Bellabog. The way you Belleborg. get, the dicier things become. Okay. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth.
The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. Aber jetzt ernsthaft, warum hast du im Schnee festgesteckt? Me? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. I thought the Silvermane guards were paying me a visit. Naja, also, was soll ich sagen? Seriously, though? Try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in a snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. Wenn du es sagst. Ich habe keine Ahnung, wer diese Silberwachen überhaupt sind. You really don't know? The Silvermane guards are Bellabog's soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible of people. Okay. And they like paying visits to folks in our line of work. Seems like you guys really are new to the business. Ja, scheint so. Be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give you some free guidance. Na dann schieß los. There are ways of doing things in this profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the goods, pricing your stock, hiding from the guards. Okay. There's an art to all of it. No need. Why don't you just take us to the city? We don't really know the way. Genau, fang an. The city? Already? They haven't even started trading yet. Hm. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. Jetzt fängt das an. But it would be my pleasure. Mhm. Kindness is Sampo Kuski's middle name. Dann leg Follow los. me, friends, and keep quiet. Sehe ich So why auch were you so. hiding from the Silvermane guards? Yeah, I was just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So where about you guys from, anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Also hier übrigens, ne? Hier, rein vor ihm. Rule number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Tja. Hat wohl nicht so gut geklappt. Wer sind die? You remember the Silvermane guards I mentioned? Oh, That's okay. them. Help me, old friends. I don't want to be caught. It's the suspect and his accomplices. Arrest them! Nun, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Chance. Los geht's. Aufs Maul. Übrigens, ich habe mich für den falschen Charakter entschieden. Die haben alle diese komische lila Schwäche. Let's make it quick. Hope you're prepared. Ta! Jetzt wird dein eigener Boss dich verprügeln. Fighting is meaningless. Everything is ordained. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Tja, The truth of life and death, the sanctuary, is but a vision. Break! Who invited you? Let's go. This ends here. das war's schon? Da ist er. Die sind doch Freunde. Es wird jetzt merkwürdig werden. The Silvermane guards order you to relinquish your futile resistance. Pardon the will. We shall never fall. Er ist nur eine Kopie, Leute. Hands on him. Hier ist der Richtige. Suspect. Relinquish your resistance. So I'm a Oh, der Anführer der Silberman-Wachen. Gepaart kann seine Soldaten befehligen, Angriffe zu fokussieren. Nett. Wird aber nichts bringen, wenn du keine Soldaten hast.
Du bist schwach gegen Lichtfeuer. Das macht immer noch gut Schaden. On my command. For glory. Na toll. Der ist schwach gegen Eis. Das Schild ist nicht sonderlich stark. Nein. Everything is ordained by the so profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Autsch. Take this. Rules are made to be Aufs Gesicht, Junge. Mit dem Basie in die Fresse. Und ja. Effekt wieder. Ist das ein riesiges, fettes Gewehr, das er nicht mehr zum Schießen benutzt? I remember inviting you. Look out! Au. Let's make it quick. This ends here. The die is cast. Oh, okay, hat sich erholt. Oh, der Kampf endet einfach. Suspect? The one with the blue hair? Puh. Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. No matter. We have his accomplices. He'll be close by. Ey, ich hab dich ja fertig gemacht. Es ist einer dieser Kämpfe, die du eigentlich gewinnst, aber dann tatsächlich verlierst. Wir haben nichts mit den Typen zu tun, ne? Yeah, we'd never team up with someone like him. Na gut. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? Ja. We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. Bullshit. But we're not from Belobog. Silence! What kind of nonsense are you? As you were. We must not be tempted into careless judgment. Look at their attire. Indeed, it is not in the Belobog style. Siehst du? Exactly. And we even have photos. No. You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. Na, wie findest du den eigenen Planeten? This white ball that's here? That's our home? How can that... Tja, was sagst du dazu? It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. And Belobog would cease to witness such arrivals. Die Zeiten ändern sich. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Okay. Our job is to present them before her. Nothing more. Dann bring mich zu ihr. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Welcome to Belobog, the city of preservation.
So ganz hübsch. Hier scheint es um einiges wärmer zu sein als draußen. Hey, it feels like it got a bit warmer. Ja, offensichtlich. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. Na, die Legion hat also auch hier angegriffen. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Klepoth, the Preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. Eigentlich nicht, im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben, ist das genauso. A marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? You wanted to know. Tja. Wer ist der Echte? Ich! We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmentum, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silver-Mane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. Los geht's! This is Klepoth Fort, the heart of Belobog and headquarters of the architects. Festung Klepoth? Klepoth is the symbol of preservation. Ja, ich Under weiß. Klepoth's impulsion, the architects constructed Belobog, thus protecting the spark of civilization from disaster and to show our reverence, we named this fortress after the Aeon themselves. The architects, under the protection of Klepoth, have continued to lead this city forward, repelling all manner of disasters. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. Ah, The Supreme Guardian? kann mir schon denken, wer das sein wird. The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Whoa, she sounds like a big deal. Doch nicht, wo ich dachte. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please, have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. Die werden wir ihr geben. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? Ah, macht die Kinder Sorgen, sieht gut aus. You've got some snow in your hair, but no one will notice. Ja, offensichtlich nicht. I've dispatched a messenger to send word. Madame Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. But that's a meaningless sacrifice. Ja, How can you... die ist also doch hier. You may leave, Branya. Visitors have arrived. Yes, Mother. Oh, die Stimme passt gar nicht. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you.
The messenger informed me. Well done, Gepard. You may leave. Boop, boop, boop. Welcome, visitors from beyond the Eternal Freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky. No? Ja. Tagchen. I am Cocolia Rand, Belobog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Also. Du bist also komplett okay damit, dass wir aus dem All kommen? Or perhaps you're not confident in that identity yourself. No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. Ja, es ist trotzdem sehr weit hergeholt, oder nicht? The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. Okay. An eon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. But I knew of your existence. Tell me. Wir wollen euch helfen, denn nur so können wir hier I came weiterkommen. here for something known as a Stellaron. A Stellaron. Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. Yo. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Der ewige Frost ist vermutlich eine Katastrophe des Stellarons. Stellarons bring about different disasters on different worlds, but every world seeded with a Stellaron will give birth to fragmentums. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Naja. Even if this Stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. Das liegt daran, weil... Ja, wir wollen halt weiter, ne? Das können wir nicht. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Also, bitte hilf uns, das Ding zu finden. Ich will auch euch helfen. If we can get rid of it, your world will be safer too. You know how to seal the Stellaron. Yup. We have the relevant means. Very well. I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here, and we can discuss this urgent matter in greater detail. Okay, vielen Dank, oberste Wächterin. It should be me thanking you, visitors from beyond the sky. I too need some time,
I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. Who? Ist das ein Aeon oder was ist das? Of course, I understand. Do not worry. I have a way. Sie ist also nicht ganz sauber. The Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. Sie ist sehr vernünftig. I didn't think things were gonna go that smoothly. Ja, eigentlich viel zu glatt. Glaubst du nicht, dass da irgendwann mehr hintersteckt? I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Ich auch. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Okay. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. Kannst du uns einen besorgen? I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark. Nun, wir stehen doch gerade davor, oder nicht? And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... You'll see. Okay. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid Hotel the alley Goethe. that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. Holen wir uns. So the corrosion is inside the city. Well, that's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Ich auch. Okay. Ja, ich werde jetzt nicht mit jedem Typi hier rumquasseln. Ich denke, das ist unnötig. Ich will trotzdem. Lass mich sie öffnen. Hohoho. Possible Öffentlichen. Siehsle. Eisenschrott. Deine Arbeit hat sich gelohnt. Nein. Ich werde niemals werde ich aufhören. Kann ich den Drang wieder nachgehen? Das würde niemals passieren. Haha. Straßenlaternen, was kann ich damit machen? Ja, offensichtlich. Buchladen, einsammeln, hey. Vergrößern ein einziger Superior. BIM, die bedeutet sich innerhalb des Systems zu befinden. Einzigartige Outfits. Für so eine Beziehung von Raum und Zeit dieser Welt soll das halt nicht. Okay. Gut, kapiert. Ein Buchladen. Ich kann also Bücher kaufen. Für viel Geld. Machen wir. Mythologie. Nett. Noch eine Mülltonne. Fischgeruch. Nein. Fisch. Mein Müll. Die Welt ist doof. Was ist das? Ewig Sommer Blumengeschäft. Gehen wir Blumen kaufen. Floriographie. Erster Schneemal, Bombus, Schattenspender, Pfingstrose und Solarpflanze.
Kann ich irgendwas hier kaufen? Hallo? Hab wohl nur den Song bekommen. Was ist mit diesen Blumen? Okay. Ja, lass gut sein. Lava-Königin Teil 2. Na gut, wenn es Teile gibt, werde ich mir die jetzt nicht angucken. I'll take this one. Oh mein Gott. Ja. Ja, heute machen wir auf jeden Fall nicht ganz so lang. Ich muss morgen früh raus. Gut, uns wurde geraten, dahin zuerst zu gehen. Also gehen wir erstmal hier hin. Zeitung. Okay, ja gerne. Gib mir eine Zeitung. Wir kaufen einfach alles. Irgendwann, wenn ich mich danach fühle, werde ich es vielleicht lesen. Wow, look at the carved ice. It feels perfect for this city somehow. Whatever it's made of, it can't be ice. I guess you're right. It's actually pretty warm in the city. Hey, what's with all the children over there? Should we go and take a look? Und eine Person davon ist spielbar. Man sieht es sehr, sehr gut. Am Detailgrad. So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards and a temporary guide for the A Journey Through Belobog's History program. My name is Pelageya Sergeyevna. Pelageya Sergeyevna. But you can call me Pela. Oh, okay. Yes, Miss Pela. Ich muss es auch tun. Ja, Pela. Perhaps the grown-ups among us could refrain from acting like children. Warum? Das ist doch selbst gesagt. Hey guys, take a look over here. This is Everwinter Monument. It was erected to commemorate the mighty architects. The architects are followers of the Aeon Klapath. It was they that foresaw crisis, built up our walls, and established Belobog, preserving the spark of human civilization. Even today, they are still tending to the city. Everwinter Monument is made up of 2 parts. A gear that symbolizes knowledge and industrial strength, and huge ice crystals that symbolize the eternal freeze. Okay. Any questions? Ich habe jetzt keine Fragen. Sonst werden wir hier noch die ganze Nacht verbringen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ladenangestellter. Einsammeln. Was gibt's denn hier? Ach, wieder so eine schöne Kurzfassung. Für Extraschuss. Vaseline. Okay. Nice. Lebensmittelladen. Was gibt's denn so zu kaufen? Für 10.000 gibt's sowas. Kaufen wir. Festes Wasser. Basiszutaten. Wasserstoffen. Gibt es einen Grund dafür? Ich kaufe mal 5 von allem. Ja, Metall habe ich doch schon, oder? Egal. Ups, das war 1 zu wenig. Nice. Das ist ja Müll, das jemand haben will. Okay, das wird wahrscheinlich für eine Quest gut sein oder so.
Ein Richter? Ich weiß, dass du fragen willst, es kommt so sehr ein Ritter auf die Straße stehen und nicht im Gerichtssaal. Kennst du den Begriff umherziehender Richter? Ja, vergiss es. Das ist Verschwendung. Das darfst du doch nicht sagen. Ja. Nice. Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? This city is so weird. Ja, von der Entfernung sollte es eigentlich kaum was machen. Normally you'd want a heater inside a building, right? Halten sie damit den Frost vom Leib? Aber so funktionieren... So, Ach, egal. I'm not sure mighty is the right word for these architects. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. You guys sure have a lot to say about that broken heater. Oh, dich habe ich auch schon in der Tasche. Oh, wow, she's cool. Hi, hello. Hi there. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. If you got any broken equipment lying around, you can always come find me, though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Oh, du entscheidest also, was du fixst und was nicht? Oh, we're okay. I was just curious about the heater. Curious? About the heater? It's just a standard geomarrow radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Ja, wir sind gerade erst angekommen. Got here? Who? Ah, I figured it out. I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. You must be them? Oh ja. What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Es ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Reparatur. Mittlerweile solltest du die Anleitung für sichere Wartung. Okay. Heizröhre, ich werde mit... Die Wartung... Okay, wir müssen jetzt nicht über die Wartung von Dampfmaschinen reden. Ich bin sehr beschäftigt. Wartezeit beträgt 1 Stunde. Aber du solltest doch... Natürlich, wir haben immer etwas zu tun. Von Arbeit. Ah, nichts weiter. Was haben die denn eigentlich zu sagen, bevor ich jetzt einfach immer weggehe? Ah, so Standarddialog. Okay, was ist in der Werkstatt? The heater you saw is just a standard geomarrow radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. Okay. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city, both above and below the surface. Aber was ist Geomag? It's an ore, a special energy resource. Whether it's keeping the city warm or keeping our counters ticking, everything runs on geomarrow. Geomarrow grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to ship surface goods and aid down to the underworld. Okay. Über und unter der Oberfläche? No. Belobog is structured like two big connected disks. The overworld is responsible for administration and trade, while the underworld is responsible for energy supply and resource extraction. Ah, Ober- und Unterschicht also. However, due to an order that was given many years ago, nobody has moved between the overworld and the underworld in a long time. Ja. I Das war vorhersehbar. about this. Pretend I never said anything. Aber warum ist sie Isn't draußen? it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. Ne, When she puts it like that, it actually starts to make sense. nein.
No sweat. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Just a bit of manual labor. Wow. You might find it interesting. Great. Then let me give you a demonstration first. Na gut. Schwellenwert für magnetorische Flüssigkeiten. Drehe die Module, um den Stromkreis anzupassen und Elektrizität von der Stromversorgung zum Endpunkt zu leiten. Die Reparaturen sind abgeschlossen, wenn alle Endpunktstromkreise mit dem Strom versorgt sind. Fixiermodule haben rote Länder. Okay. Aus der Quelle fließt der Strom. Ja, ich verstehe schon. Ich kapiere schon. Well done. Ups. Nice. You guys are pretty handy. You picked that up in no time. Die Besten. Want to be my assistants? Average pay, but I'm a good boss. Leider nein. I was only kidding. Just a joke. Ah. Well, I'd better carry on here. Why not have a better look around? My workshop will always be open to you. And your wallets, of course. Ich muss sagen, dass sie eine Handwerkerin ist, hatte ich jetzt nicht erwartet. Das ist nur eine Dekoration. Die Reduktion hat keinen Effekt. So viele Werkzeuge. Naja. Kein Stuhl übrigens. Sehr unangenehm nach langer Zeit. Come around and have a look. Meine Mülltonne! 2 Mülltonnen. Eine stehend glänzend da, die andere rostet vor sich hin. For Science! For Science! Sperrgebiet. Natürlich, natürlich. Wir können noch nicht hin. Mülltonnen. Mir hat ein Buch in die Mülltonne geworfen. Hebt es auf. Es scheint ein langer Fortsetzungsroman, eine Geschichte von den Winterlanden zu sein. Yes, Sir. Wieder eine Kurzversion. Warum sind das keine Kurzversionen, wenn es da steht? Bingo! Was ist das? Das ist Hotel, okay. Ja, da gehen wir noch nicht rein. Hier, ich wusste doch. Ach, stimmt! Darf ich nicht vernachlässigen. Kisten. Bestimmt schon wieder 15 verpasst. Auf der Karte, wo es nur 10 gibt. Der zum Beispiel da vorne. Ich war so abgelenkt, ich habe gar nicht dran gedacht, dass wieder Kisten hier drum stehen werden. Aber jetzt habe ich's. Keine Sorge, keine Sorge. A little goes a long way. Eben. Come around and have a look. So. So, kann ich wieder in den Palast? Ich nehme nicht an. Ja, ja, okay. Schade eigentlich. Ich werde mich jetzt nur nochmal hier umgucken, damit ich keine Kiste verpasst habe, wie die da. Oh, ein rotes Postwort. Sieht so aus, als wäre der Postwort gerade mit dir fertig geworden. Es ist ganz allein auf der Straße. Nice. Oder auch nicht. Wir können hier runter übrigens, aber es ist riesig. Okay, wir müssen eh da hinten hin, also würde ich sagen, wir gehen erstmal hier runter. Und dann halt wieder hoch und dann loopen wieder weg.
So, Sperrlinie. Okay, die stehen Wache, aber kommen da nicht durch. Scheint aber nichts weiter zu sein. Das Goldene Theater. Das heißt mit 37 Preisen. Besetzung. Nice. Ein Flyer für das Theater. Ob wir es noch besuchen dürfen? Also während einer ne, ihr wisst schon. Ha. Wieder eine Kurzversion. Nochmal das Goldene Theater. Scheinbar ein anderer Flyer. Ah ja, gut. Ich will wirklich mal eine Aufführung sehen. Wobei, wahrscheinlich würden sie es verkacken. Ich nehme an, das kann ich wieder nicht. Oh doch, das geht. Das ist einfach nur die Schneewüste. Oh mein Gott. Ich Level 18. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Man kann hier hinten rein. Oder auch nicht. Schade. Oder vielleicht, wenn man rumgeht? Nein, da ist nichts. Sieht einfach nur doof auf der Karte aus. Gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Im ewigen Eis. Und tauschen wir den Charakter, weil wir es schon eine Weile nicht mehr getan haben. Warmherziger Mann. Junger Mensch, sieh mal her, nur 2 Minuten deiner Zeit können dich von künftigen Verlusten bewahren. Ist schon mal ein hinterlistiger Junge mit dunkelblauen Haaren auf dich zugekommen, um mit dir zu reden? Ja, da klingelt was. Aber bist du womöglich ein Opfer des dunkelblauen Betrugs? Nimm mein Rat an, dieser Typ ist ein Serienbetrüger, glaub nichts, was er sagt. Hier, nimm das. Dies ist eine Anleitung mit Ratschlägen, die vom Verband der Opfer des dunkelblauen Betrugs geschrieben wurde. Lies sie sorgfältig durch und wenn du Fragen hast, komm zu mir. Nur zu. Wie wurdest du betrogen? Als ich diesen Kerl das erste Mal traf, fragte er mich, ob ich einen Paralleluniversumsdrucker wollte. Nun, ich fragte ihn, wie der Drucker funktioniert und er fing sofort an, über ein Sammelsurium von wissenschaftlichen Dingen zu schwafeln. Ich war fast fest gefesselt davon. Begriffe wie Paralleluniversum, Äonen und Paritätsanomalie. Betrüger lieben es, solche Begriffe zu verwenden, um Menschen zu betrügen. Ich habe ihm nicht geglaubt, bis er ihn zum Gelddrucken benutzt hat. Er druckte 2 Schilde mit der exakt gleichen Seriennummer. Wie viel hast du ihm gezahlt? Der Preis ist nicht wichtig. Was zählt ist, dass du vorsichtig bist, damit du nicht auf die gleiche Maschine hineinfällst. Ach, einige Zeit später, nach dem Fälschungsdelikt, traf ich denselben blauhaarigen Kerl in der Gasse im Gewerbegebiet wieder. Ich hätte ihn von den Silbermännern Wachen verhaften lassen sollen. Ich war so wütend und wollte eine Erklärung. Stattdessen fragte er mich mit ernster Miene: Hast du die ganze Zeit auf den Drucker gestarrt? Er beschuldigt mich, das Handbuch nicht gelesen und eine so geniale Erfindung verschwendet zu haben. Er bot mir sogar an, den Paralleluniversumsdrucker für den vollen Kaufpreis zurückzukaufen, damit er einen anderen Käufer dafür finden könnte. Er sagte auch, wenn der Benutzer seine Augen auf den Drucker gerichtet hält, tritt das Phänomen der Parallelweltübertragung nicht auf. Die einzige Möglichkeit, den Übertragungsprozess nicht zu stören, besteht darin, ihn mit Hilfe einer Etherlinse zu beobachten. Also hast du die Linse gekauft. Klingt das denn nicht einleuchtend? Ich wurde also wieder durch seine scheinbare Aufrichtigkeit getäuscht. Also Leute, Betrug hin oder her, wenn man so blöd ist, dann ist man selber schuld. Okay.
Meine Güte. Selber schuld, da bin ich nicht mal irgendwie traurig. Den hast du dir selbst eingebrockt. Eine Münze hineinwerfen und dir etwas wünschen. Du ziehst eine hiesige Münze heraus und wünschst dir etwas, während sie durch die Luft fliegt. Danach sinkt die Münze ins Wasser und wird zu einem weiteren unauffälligen Spiegelbild unter all den anderen. Du wartest geduldig darauf, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Als du von hinten eine laute Stimme hörst, stellt sich heraus, dass du hier keine Münzen hineinwerfen darfst. Hastig wendest du dich ab, um wegzugehen. Eine Zeit wird, einen Wunsch nachzugrübeln. Das Schicksal ist grausam. Do I have this already? Wie ging das eigentlich mit dem Fotoding? Ah, okay. Okay. So. Blödes Zugdingens. Wollte gerade ein schönes Bild machen. Das funktioniert tatsächlich gut. Nun mal ausprobieren. Have you heard of the Rightful Rights Society? Bei dem Post ist nichts Besonderes. Du schaust noch einmal genau und du siehst einen weißen Brief mit den Schatten. Wir nehmen ihn heimlich. Du nimmst den Umschlag. Auf dem Umschlag steht an Karl Ehre, Raum B03, Gebäude 35, 6. Straße, Verwaltungsbezirk. Du öffnest den Brief, auf dem steht: Sehr geehrter Herr Karl Ehre, deine Arbeitsunterlagen für diesen Monat sind bei mir. Mach dir keine Sorgen, sie sind gut aufgehoben. Wenn du sie im gleichen Zustand zurückhalten willst, versteckst du 100 Schilde im Schaft der Angelrute in der Truhe, die deine Frau oben auf dem Kleiderschrank verschlossen hat. Verlasse an diesem Samstag um 15 Uhr mit der Angelrute das Haus und ich werde dich wieder kontaktieren. Erzähl der Frau ruhig davon, aber vermeide es, Polizei zu rufen. Es werden deine Erfolge in diesem Monat zu Abfallpapier. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Chef oder deine Frau das will. Wow. Richter, ich gucke, was ich gefunden habe. Kann ich ihm nicht geben. Noch eine Mülltonne. 2 sogar. Du liegst in dem Biomüll. Nein. Ich will kein Eigentum. So, auf Wiedersehen. War ich da hinten schon? Da war ich schon. Gut. Hier unten geht's nicht rein. Nein, nein. Gut. Meine Tonne. Ja, es gibt eine unglaubliche Anzahl an Mülltonnen. Oh ja. Der heilige Müll.
contaminated by the fragmentum, right? Dann werden wir es uns annehmen. I can't believe how close it is to the city center. They hadn't identified it. I bet all the shops and hotels in the vicinity would have had to close down by now. Move back. This is your final warning. What? But my proof of property is inside. I don't have any. The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only Silvermane guards are permitted to enter here. I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. No wonder there are so many soldiers stationed there. Es sieht wirklich nicht gut aus. Sure is. But at least we're here. Once we seal the Stellaron, they can get back to the good life. Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. We're just here for your safety. If I can't get my proof of property, it doesn't matter how safe I am. Out of my way! Tja, es gibt immer Idioten. Ich denke mal, hier können wir nichts machen. Stand back. Das klingt nach einem Knochenjob. This is our duty. Duty is duty. That's enough. Right. Okay, ja, Please gehen keep wir. a safe distance. Ich nehme an, wir können nicht... Ja, gut. Ein strenger Gestank, noch viel besser. Kein lebendem Wesen erlaubt. Ich werde natürlich nicht aufgeben und auch diese öffnen. Wenn deine erstaunten Teamkollegen zuschauen, hältst du den Atem an und gehst auf die Mülltonne zu, wie ein Soldat, der in einen Kugelhagel gerät. Moment, warum bist du so daran interessiert, alle Mülltonnen der Stadt durchwühlen? Was versprichst du dir davon? Angriff! Du schließt den Deckel der Mülltonne entschlossen zu öffnen. Sofort erblickst du dieses seltsame stinkende Ding. Plötzlich, wenn ein alter Mönch, der in konzentrierter Selbstbetrachtung verharrt, kriegst du die Hand aus und ergreifst es. Allerdings gelingt es dir nicht, die Erleuchtung zu erlangen, deine Gefährten gerade in Deckung gegangen sind und sich die Nase zuhalten. Es gibt Dinge in diesem Leben, die sind wichtiger als Erleuchtung. In dieser Mülltonne liegt eine hübsche Postkarte. Darauf steht: Freund, du hast die Grenze überschritten. Das ist etwas, was du nicht hättest anfassen sollen. Gezeichnet Müllkönig. Oh, du kannst mir nichts. Auf der Rückseite der Postkarte ist eine Münze aufgeklebt. Es scheint, als ob dieser König verstanden hat, dass man jemandem ein Trinkgeld geben muss, wenn man möchte, dass er eine Nachricht weitergibt. Sieht so aus, als hättest du einen echten Konkurrenten, wenn es um das Durchwühlen von Mülltonnen geht. Nein, niemand. Niemand ist besser als ich. Warum nennt sich jemand selber Müllkönig? Es ist nicht peinlich, das ist Respekt. So tired. I just want to put my head on a pillow and drift off. Es riecht verbrannt, als du in die Mülltonne näherst. Oh, diese Mülltonne sieht aus, als wäre sie in Brand gesetzt worden. Wie können sie es? Die gesamte Mülltonne ist verformt und der Boden. Warum haben sie das nicht... Liebe Entwickler, wenn ihr einen solchen Text schreibt, erwarte ich auch, dass ihr das Ding auch so aussehen lasst. Die gesamte Mülltonne ist verformt und der Boden ist mit einem dunklen, verbrannten Substanz wie Asche bedeckt. Im Licht sieht man die Partikel sanft schweben, fast tanzend. Nein. Beim Öffnen des Prozesses kommen 2 Umschläge zum Vorschein, die in einem empfindlichen Gleichgewicht gehalten werden. Berührt man einen davon, wird der andere vom Pechfahrtenschlund verschlossen. Was für ein Dilemma. Wir nehmen die Rechte. Du nimmst den Umschlag. Missionsgegenstand. Was ich wohl damit anstellen werde, das werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr herausfinden.
Wow, what a beautiful lobby. It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Jetzt erhoffst du dir. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. Woher weißt du, dass es hier überhaupt Gänse gibt? March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. She has a point. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel. Zu and the full gut, support meine of the Gute. locals. Zu gut. As far as trailblazing goes, this is smooth as heck. Du bist ein wenig naiv, meine Gute. Viel zu naiv. That's not what I was going to say. All right, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to Wir haben jemanden, der auch mal aufpasst. Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Ich wusste doch, dass an ihm was faul war. Ja, sie war viel zu aufgeschlossen gegen dem She Ganzen. seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Zu vernünftig. Der Situation It entsprechend. felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Do you have to put it like that? That's scary. Unsichtbare Menschen? Au. Well, there's no way he'd get past Donhung's sharp eyes. Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Ich auch. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. Okidoki. Keine Truhen. Laienforscher. Okay. Mit 2 Gehirnzellen erfordern. Es ist kein faires Argument. Okay. Bis später. Müssen wir uns nicht anmelden? Hallo, willkommen. Bist du Ihr Gast? Dann möchtest du einen besonderen Nachmittagsdienst. Ja, ich möchte den Tee. Geh bitte in die Lobby. Okay, danke sehr. Und natürlich den Eingang, der nicht markiert ist. Ist schon mal egal. Guck mal, wieder eine Kurzversion. Das ist das Buch von diesem Laienforscher draußen. Okay, es war wohl egal. Left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any time for sightseeing. Dann gehen wir noch eine Runde. So. Diesmal ein wenig kürzer. Aber ich denke, das ist der perfekte Moment, um Schluss zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Tüdelü. Oh. Secret. Wer das hier sieht, der war dabei. Aber nur auf YouTube.